Ja! Oh, was ist das? Das ist zu schwer. In dieser Kiste ist der Limo One Plus Mähroboter. Wollt ihr ihn sehen? Die meisten Mähroboter haben ja so winzige Klingen, du kennst das. Die zupfen dann mehr das Gras, als dass sie es wirklich mähen. Nicht so der Limo One Plus hier, den wir heute testen. Der macht alles anders. Der hat 2 rotierende Klingen, so wie ein richtiger Rasenmäher. Aber tatsächlich gleich 2 auf einmal. Über 40 cm Breite. Dazu fährt er tatsächlich nicht auf Rädern, sondern auf Ketten wie eine Pistenraupe. Und dann ist er noch der Preis. Der ist auch anders. Als ich den gehört habe, musste ich richtig schlucken. Ob das Schlucken vor Schrecken war oder vor Überraschung, das erfährst du in diesem Video. Und ob alles anders auch wirklich alles besser heißt, das erfährst du auch. Also bleib bis zum Ende dran. Wir testen hier seit über 5 Jahren Mähroboter, vom Kabeldinosaurier bis zum modernen RTK-Mähroboter. Und so ein verrücktes Gerät wie den Limo, den hatten wir noch nicht im Test, aber heute. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann bist du bei uns goldrichtig. Also abonniere den Kanal. Fangen wir jetzt von vorne an und gucken erstmal, was alles in der Box ist. Was ist alles im Lieferumfang enthalten? Die RTK-Antenne. Du siehst, jede Menge Zubehör, an alles scheint gedacht zu sein. Oder? Wir finden es raus. Und dann kriegst du den ersten Eindruck. Du fühlst, das ist kein Spielzeug, das ist tatsächlich A380 Aluminium, also das Material, was auch beim Autobau verwendet wird. Das wirkt wirklich alles sehr hochwertig und gut verarbeitet. Der Pistenraupen-Style, ja, den muss man mögen. Aber ich denke, der ist brutal vielversprechend, gerade wenn es hier ins Gelände geht. Da soll er ein überragender Player sein. Bevor wir das testen, schauen wir jetzt mal, wie einfach sich das Gerät einbinden lässt. Komm mit. Du brauchst einen geeigneten Platz für die Station. Die ist ein bisschen größer, die ist 80 cm tief und ein bisschen was über 60 cm breit. Und in der Höhe brauchst du auch so ungefähr, ich würde mal sagen, mindestens 40 cm. Wenn du dann den Platz gefunden hast, dann lässt sie sich super easy aufbauen. Ne? Du musst einfach nur draufstecken. Und ansonsten, was interessant ist, hier hinten ist ein Einschalter. Und dann macht es durchaus Sinn, hier die Station richtig fest in den Boden zu verankern, damit die Station nicht weggeschoben wird, wenn er andockt. Da sind sogar Imbusschlüssel aus Metall dabei. Ja? Nicht aus Plastik wie bei den anderen. Da kannst du das sogar später noch weiterverwenden. Bei der Einrichtung schon mal cool, du musst keine Begrenzungskabel vergraben, aber das ist ja heute quasi Standard. Was du hier beim Limo tatsächlich noch hast, ist eine RTK-Antenne, mit der du das Satellitensignal empfangen musst und die musst du irgendwo anbringen. Bei der Installation der RTK-Antenne müsst ihr auf jeden Fall gut aufpassen, dass hier wirklich in alle Himmelsrichtungen freie Sicht ist, denn da ist er so, ich nenne es mal etwas sensibel. Damit die Verbindung gut ist, ist das einfach essentiell, wo ihr die Antenne aufstellt. Glücklicherweise hat Limo hier direkt auch eine Halterung mit in den Lieferumfang gepackt, wo ihr sie sogar am Dachgiebel oder ähnliches anbringen könnt. Das haben wir einfach schnell gemerkt und mussten dann die Antenne 2-3 Mal umstellen. So, die RTK-Antenne ist installiert, die Station ist installiert. Man kann das Gerät hier über das Display steuern. Ist auch hier wasserdicht verpackt. Oder eben über die App. Und jetzt, was wir brauchen, ist eine Kartierung. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Karte erstellen, bestanden, bestätigen. Okay, er fährt. Das macht mir jetzt schon Spaß. Yay, Zone 1 kartiert. Manuell. Das Teil fährt sich so ein bisschen wie so ein ferngesteuerter Panzer. Zone 2. Also die Kartierung ist schon krass bei diesem Gerät. Der soll ja 7000 Quadratmeter mähen können und du sollst hier 80 Zonen ablegen können. I don't know. Wir machen jetzt mal den Kartierungs-Hardcore-Test und dafür brauchen wir
Um in den großen Teil unseres Gartens zu kommen, die 4000 Quadratmeter extra Zone, müssen wir einen langen Kanal bauen. We try. Wir kartieren hier die unendlichen Weiten unseres Gartens. So ihr Lieben, jetzt haben wir am großen Rad gedreht, den ganzen Garten kartiert, schweißtreibend. Das geht natürlich recht schnell, je nachdem wie groß dein Garten ist. Wir hatten ein bisschen Problem mit der RTK-Antenne am Anfang, mussten wir nochmal neu justieren und mit dem Roboter zweimal hin und her fahren, damit er die Connection richtig hatte. Aber dann ging die Kartierung und jetzt schauen wir nochmal einen Blick in die App. Du kannst auch Sperrzonen einrichten, du kannst einen Kanal, haben wir jetzt eingestellt, du kannst die Ladestation, aber alles in allem ist die App recht simpel und das Wichtigste ist vorhanden. Wir sind fertig mit dem Kartieren und wir gucken jetzt mal, ob der Roboter schon nach Hause findet. Er hat jetzt zurück zur Station gefunden und jetzt ist kartiert, ist installiert, in Betrieb genommen und jetzt gucken wir mal, ob das Teil überhaupt mähen kann. Let's mow. Starting mowing now. Starting mowing now. Yes, sir. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der den Limo One Plus tatsächlich von allen anderen Mährobotern Stand heute unterscheidet. Dem Mähwerk. Die meisten Mähroboter, die du kennst, haben eine kleine Scheibe unterm Bauch, auf der 2 oder 3 winzige Klingen sitzen, manchmal mittlerweile auch 6. Die rotieren und durch die Rotationsbewegung werden die Messer nach außen geschleudert und das Gras wird gekürzt. Mal besser, mal schlechter. Der Limo macht das fundamental anders. Er hat 2 vollständige rotierende, richtige Messer. Wie bei einem richtigen Rasenmäher. Jedes davon so groß wie bei einem klassischen Rasenmäher. Nebeneinander auf einer Gesamtschnittbreite von 40 cm. Die Messer bestehen aus SK5 Werkzeugstahl. Einen der härtesten Stähle, die es so bei Gartengeräten gibt. Und die drehen mit bis zu 6000 Umdrehungen pro Minute. Das klingt technisch, aber was das dann in der Praxis bedeutet, ist simpel. Der Limo mäht. Und zwar richtig. Nicht zupfen, nicht drücken, mähen. Dazu kommt das sogenannte Cyclone Airflow System. So nennt Limo das. Ein aktiver Luftstrom, der richtet die Grashalme vor dem Schnitt auf. Und so bekommst du ein gleichmäßiges Schnittbild, selbst wenn der Rasen etwas feuchter oder dichter ist. Und das Schnittgut wird direkt zu feinem Mulch zerkleinert, der als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt. Und jetzt schaut euch das doch mal an. Das Mähbild ist wirklich gut. Also das Konzept hier ist komplett anders, aber es geht auf. Es funktioniert. Ich finde es mega. Und wenn wir schon bei krassen Neuerungen sind, dann müssen wir jetzt auch über den Raupenantrieb reden. Denn auch hier macht der Limo alles anders. Während die Konkurrenz auf 3 bis 4 Rädern durch den Garten rollt, setzt Limo auf Ketten. Ja, Ketten. Wie bei einem Schneemobil, bei einem Minibagger, bei einem Panzer. Such dir was aus. Nicht aus Metall, aber aus so einem Kunststoff. Irgendwie deutlich sympathischer. Was bringt das? Fragst du dich jetzt? Der Limo meistert Steigungen bis zu 45 Grad und wie du hier siehst, ist er am Gelände wirklich ein König. Zum Vergleich, die meisten Mähroboter kapitulieren bereits bei 35 bis 40%. Dazu überwindet er Hindernisse bis zu 70 mm Höhe, Wurzeln, Kanten, Maurushügel, kein Problem. Das ganz besondere Mähsystem, eben wie bei einem Rasenmäher, ist einfach dann auch ein bisschen lauter und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie laut. Es klingt schon wie ein richtiger Rasenmäher, oder? Das ist also die Lautstärke vom Limo One Plus. Die hält die müde Nachbarschaft wach, auch in der Nacht, wenn du da Bock drauf hast. Oder du mähst halt zu Zeiten, wo es eben irgendwie keinen stört. Jetzt stellen wir mal die Geschwindigkeit von 0,5 auf 1 Meter pro Sekunde hoch und gucken, was passiert. Und du kannst auch geilerweise die Schnitthöhe natürlich digital einstellen, aber auch die Klingengeschwindigkeit von Eco bis Turbo, 4 Einstellungsmöglichkeiten. Mach mal stark. Oder nee, Turbo. Let's see what happens. Versteckt euch. Lauft weg. Mäht den Busch weg. Weg ist er. Guckt euch mal das Schnittmuster an. Das sieht schon richtig geil aus. Also hier im hohen Gras, da mäht er und es macht Spaß. Die App ist recht übersichtlich und wenn du auf den ersten Blick hier in Einstellungen gehst, also die Mäheinstellung,
dann sind hier gar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber wenn er angedockt ist, dann kannst du hier tatsächlich auf erweiterte Einstellungen gehen. Dann findest du hier super viele Einstellungsmöglichkeiten. Fahrtabstand, Streifenwinkel, Mähreihenfolge, ja, Hauptbereich zuerst oder Umfang zuerst. Damit meinen die wahrscheinlich den Rand. Parallelen Bahnmähen, dann den Umfang säubern. Bisschen komisch übersetzt, aber man weiß, was gemeint ist. Umfang, Hinderniserkennung, intelligent oder nur bei Berührung und so weiter und so fort. Jede Menge tolle Einstellmöglichkeiten. Auch zum Beispiel Sicherheitsabstand zum Rand oder versetzter Rand. Und am Ende des Tages bleibt natürlich die Frage, wie sieht denn der Rasen jetzt nach dem Mähen aus? Was ich jetzt sagen kann, das Cyclone Airflow System macht tatsächlich einen Unterschied. Gerade bei etwas feuchterem, dichterem Gras haben andere Mähroboter oft Probleme. Der Limo bleibt gleichmäßig. Ein Punkt, den ich an dieser Stelle ehrlich ansprechen muss. Im Test hat sich nicht gezeigt, dass er ein Kantenmäh-Experte ist. Das ist nicht seine Paradedisziplin. Er fährt zwar nah an die Kanten ran, aber aufgrund der Bauart ist es für ihn schon schwierig, bis an den Rand zu schneiden. Also ein 10 bis 15 cm Rand bleibt hier stehen. Die Kettenbauweise bringt ihn konstruktionsbedingt nicht ganz an die Rasenkante heran. Und noch was, wenn du wissen willst, was das Teil aktuell kostet, die aktuellen Angebote packen wir dir mal unten in die Beschreibung. Da findest du einen Link zum Shop, kannst du einfach mal abchecken. Wie navigiert der Limo One Plus? Wie erkennt er Hindernisse? Wie findet er sich in deinem Garten zurecht? Auch hier fast alles anders wie bei der Konkurrenz. Er kombiniert eine RTK-GPS mit V-Slam. Das bedeutet, er weiß per Satellit zentimetergenau, wo er ist, und seine Frontkameras kartieren zusätzlich die Umgebung visuell. Verliert er mal das RTK-Signal, zum Beispiel unter dichtem Baumbestand, kann er dank V-Slam noch bis zu 10 Minuten autonom weiterarbeiten, ohne sich zu verirren. Für die Hinderniserkennung hat er eine KI-Kamera, 5 Ultraschallsensoren und 2 Hallsensoren für die Abgrunderkennung. Er erkennt also nicht nur, dass da etwas im Weg ist, er erkennt auch, was da im Weg ist. Haustiere, Spielzeug, Gartenmöbel. Und im Test zeigt sich, wie zuverlässig das funktioniert. Und spannend ist auch, der Limo hat praktischerweise 2 LEDs am Turm, die ihm ermöglichen, auch im Nachtbetrieb zu arbeiten. Der Limo mäht also auch dann, wenn du schläfst. Also wenn du schlafen kannst, trotz Lautstärke. Kommen wir zum Hinderniserkennungstest. Er spricht nicht mehr. Nächste Saison wieder. Leichte Aggressionen kann ich beim Limo schon erkennen. Er verletzt niemanden, aber er zeigt, was er kann. Der alles entscheidende Igeltest. Ah! No! Er hat ihn einfach überfahren. Alles gut. Oh mein Gott, da ist er. Komm raus, Hugo. Hugo. Oh Gott. Leichte Verletzungen am Hinterteil. Okay, also ich denke, die Empfehlung ist hier klar, nicht nachts mähen, denn das könnte für die kleinen Nachtnager gefährlich werden. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber das Gerät ist brutal, es hat richtig viel Power und ich war sehr skeptisch, ob er jetzt wirklich die Hindernisse erkennt, aber tatsächlich hat er das ja ganz gut gemacht. Bei allen Hindernissen, die über 10 cm groß sind, überhaupt gar kein Problem. Sofort erkannt, mit schönem Abstand umgedreht, alles gut. Bei denen, die ein bisschen kleiner sind, da ist es ein bisschen Glücksspiel. Also mein Tipp an dieser Stelle auf jeden Fall, lass das Teil einfach tagsüber mähen, zwischen 11 und 15 Uhr und dann passiert den Tieren nichts und den Gartenzwergen auch nicht. Okay, lass uns ein bisschen über Zahlen sprechen, denn hier hat der Limo wirklich einige spannende mitgebracht. Die erste Zahl, pro Ladung schafft er rund 2000 Quadratmeter in etwa 150 Minuten. Das Teil ist brutal schnell unterwegs und wir hatten sogar nach dem Kartieren so viel Akku übrig wie noch nie zuvor, 94%. 2 Ladezyklen pro Tag bedeuten bis zu 7000 Quadratmeter täglich. Das ist eine Hausnummer. Zum Vergleich, die meisten Mähroboter in dieser Preisklasse schaffen eher so 3.000 bis 4.000 Quadratmeter am Tag. Was den Akku selbst angeht, auch hier macht Limo etwas anders. Statt klassischer Lithium-Ionen-Zellen setzt er auf LiFePO4, Lithium-Eisenphosphat. Das klingt sperrig, bedeutet aber 2000 Ladezyklen, thermisch stabiler und deutlich langlebiger.
ein normaler Mähroboter-Akku gibt nach 3 bis 4 Jahren nach. Ist das die Zukunft des Akkus? Dieser soll auf jeden Fall deutlich länger halten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Habt ihr schon Erfahrung mit dieser Art von Akku? Dann schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. So, jetzt löse ich das Rätsel, auf das ihr alle gewartet habt. Was kostet der Limo Plus One? In der 10a-Variante kostet er 3.200 €. Deshalb musste ich kurz schlucken. Was erwartet mich da, habe ich gedacht. Ein Aufsitzrasenmäher. Denn so viel kostet ein Aufsitzrasenmäher tatsächlich auch. Allerdings ist der große Unterschied, dass man hier nicht selber mähen muss. Und ich finde, so relativiert sich der Preis schon schnell. Aber Fakt ist, am Ende dieses Tests muss ich sagen, dieser Mähroboter hier, das ist kein Spielzeug und das eignet sich nicht für jeden Garten. Das Teil, wenn du einen kleinen verwinkelten Garten hast, einen mittleren verwinkelten Garten oder einen Stadtgarten, ja, dann ist es absoluter Overkill. Aber wenn du wirklich Fläche hast, dann ist diese Powermaschine hier vielleicht das richtige Gerät für dich. Denn diese enormen Flächen, die der in einer Windeseile mäht, das ist schon eine coole Sache. Wenn du ein richtig krasses Gelände hast, diese Ketten, das Konzept geht voll auf. Also im Gelände, am Hang hat er sich richtig gut gemacht. Und auch dieses flexible Mähwerk hier vorne hat dann auch seinen Dienst getan. Wenn du so eine richtige Wiese hast mit ordentlich dichtem Wieseebene, nicht Rasen, dann kannst du hier nochmal einen Gang hochschalten und auch da kommt er locker durch. Wenn du immer noch nicht weißt, ob das der richtige Mähroboter für dich ist oder welchen Mähroboter du für deinen Garten brauchst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall unseren Mähroboter-Berater. In der Beschreibung ist der Link. Da kannst du ein paar Fragen beantworten. Wir geben dir dann wirklich unsere Empfehlung ab von Mensch zu Mensch. Und das Beste ist, das Teil ist kostenlos, aber nicht umsonst. Probier es doch einfach mal aus. Wenn du wissen willst, wie der Aktienkurs beim Limo Plus One aktuell steht, dann schau doch mal unten in der Beschreibung. Da findest du einen Link zum Shop. Da kannst du die aktuellen Angebote abchecken. Also macht der Limo One Plus alles anders? Diese Frage haben wir am Anfang so ein bisschen aufgeworfen und die Antwort ist definitiv. Wir haben Ketten statt Räder, wir haben 2 vollständig rotierende Messer vorne, Live PO4 Akku, also kein Lithium-Ionen-Akku mehr, 7000 Quadratmeter am Tag statt 3.000 bis 4.000. Und macht er es auch besser? Ich finde auf jeden Fall, dass der Limo One Plus für unseren riesigen Garten hier eines der spannendsten Geräte war, das wir jemals getestet haben. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich versuche sie dir zu beantworten. Und wenn du unseren Kanal noch abonnierst, dann verpasst du keinen Mähroboter-Test mehr. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, Peace.